Hallo zusammen, mein Name ist Jelly und heute gibt es ein super spannendes Video von den Azoren. Wir waren im Mai 2022 mit Freunden 10 Tage lang auf der Hauptinsel São Miguel. Die Insel liegt rund 1400 Kilometer vor dem europäischen Festland im Atlantik und wird oft auch als das Hawaii von Europa bezeichnet. Die Insel hat einiges zu bieten, von heißen Quellen, Vulkankratern, dschungelartigen Regenwäldern oder richtig tollen Wasserfällen. In unserem Video fliegen wir im Uhrzeigersinn über die Insel und zeigen euch unsere Highlights. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Film ab! Unsere Reise beginnt ganz im Osten von São Miguel. In der kleinen Stadt Furnas gibt es nicht nur eine wunderschöne Caldera, in der verschiedene Wasserbecken brodeln, sondern auch 2 wunderschöne Thermen. Einmal der Terra Nostra Park und das Poça da Dona Beija. Zu beiden später mehr. Wir haben in der Ortsmitte von Furnas gewohnt, direkt neben der Kirche in einem kleinen Häuschen und konnten zu beiden Thermen zu Fuß gehen. Der Terra Nostra Park in Furnas ist ein absolutes Muss für jeden Urlauber auf São Miguel. Es handelt sich um einen botanischen Garten, der 1780 von dem amerikanischen Konsul Thomas Hickling gegründet wurde. Ein Highlight ist das große Becken mit rostbraunem 38 Grad warmem Thermalwasser, aber Vorsicht, nehmt lieber alte Badekleidung mit, denn einige der Flecken gehen nicht mehr raus. Das Poça da Dona Beija ist nicht ganz so alt und wurde erst 2010 gebaut. Dementsprechend bietet es moderne Umkleiden und Duschen und Becken in tropischer Umgebung. Bei jedem Eintritt erhält man 1,5 Stunden Aufenthaltsdauer. Abends zum Sonnenuntergang ist die Stimmung dort am schönsten. Nur wenige Kilometer außerhalb von Furnas gibt es den Lagoa das Furnas. Hier sind wir vom südlichen Seeende rund 7,7 Kilometer hin und zurück zu den Calderas mit ihren brodelnden Schlammlöchern gewandert.
Unsere nächste Wanderung führte uns zum Salto do Rosal, einem wunderschönen Wasserfall. Wir hatten uns im Weg geirrt und waren über einen offenen Nebeneingang auf den Wanderweg geraten. Der Weg führte durch eine unglaublich tolle Pflanzenwelt, fast wie im Dschungel. Erst später haben wir erfahren, dass das Gelände eigentlich Eintritt gekostet hätte. Etwa 20 Kilometer westlich von Furnas liegt die Stadt Villafranco do Campo an der Südküste von São Miguel. Die kleine Stadt mit 4.100 Einwohnern lädt zu einem Bummel in der Innenstadt ein. Etwas oberhalb der Stadt am Berg liegt die Ermida de Nossa Senhora de Paz, eine Kapelle aus dem 18. Jahrhundert mit wunderschönen Kacheln an der Treppe. Direkt vor der Küste liegt ein weiteres Highlight, eine kleine Insel mit einem riesigen Vulkankrater in der Mitte. Wer gerne Fisch isst, dem empfehle ich das Restaurant Atlantico. Es liegt am Hafen und bietet einen wunderschönen Blick auf die kleine Insel. Etwas weiter westlich bei Aqua de Alto liegt ein spannender Lost Place, die Fábrica da Cidade. Das Kraftwerk wurde 1974 stillgelegt und wird seitdem von der Natur zurückerobert. Unsere Wanderung findet ihr wie immer auf Komoot. Etwas weiter westlich sind wir zu einem Wasserfall gewandert, der aus einem schwarzen Loch zu fließen scheint, dem Janela do Inferno oder Höllenfenster genannt. Die Wanderung hat etwa 3,6 Kilometer hin und zurück und ihr findet die Tour wie immer auf Komoot.
kommen wir zur Inselhauptstadt Ponta Delgada. Die Stadt wurde 1499 gegründet und hat mittlerweile 68.000 Einwohner. Hier sitzt nicht nur die Regierung, sondern auch die Universität. Bevor wir aber in die Stadtmitte gehen, besuchen wir erstmal eine Ananasplantage. Unser Rundgang in Ponta Delgada beginnt am Jesuitenkolleg. Das Gebäude wurde 1568 erstmals erwähnt, hat außen eine typische Fassade in Schwarz und Weiß und ist innen reich verziert. Viele Highlights der Innenstadt befinden sich rund um die Kirche von São Sebastião, wie zum Beispiel die Portas de Cidade. Man beachte auch besonders die aufwendige Pflasterung der Straßen und Plätze. Einige Meter weiter am Hafen befindet sich das Forte de São Brás. Die Festung wurde 1552 begonnen und beherbergt heute ein umfangreiches Militärmuseum. Von der Festung aus hat man einen schönen Blick auf den Hafen und die Innenstadt. Unsere Tour durch Ponta Delgada endet vor der katholischen Kirche Santo Cristo dos Milagres, der auch gleichzeitig Namensgeber ist für das höchste Fest der Azoren, das immer am 5. Sonntag nach Ostern stattfindet und zu dessen Gelegenheit viele Gebäude mit bunten Lichtern geschmückt werden. Von Ponta Delgada aus ging es weiter nach Westen zum Aussichtspunkt Boca do Inferno, wo man einen wunderschönen Blick auf die Caldera von Sete Cidades hat, mit seinem grünen und blauen Kratersee. Direkt am Aussichtspunkt Vista do Rei befindet sich das einstige 5-Sterne-Hotel Monte Palace, das 1990, nur 18 Monate nach der Eröffnung, bereits wieder geschlossen wurde. Heute ist es ein spannender Lost Place, betreten verboten.
fahren an der Nordküste entlang wieder nach Osten bis in die Stadt Ribeira Grande. Dort ist unser erster Anlaufpunkt die Likörfabrik Mulher de Capote. Ein kurzer Spaziergang rund um das Rathaus oder die Kirche Nossa Senhora de Estrela ist ebenfalls lohnenswert. Nur ein paar Kilometer weiter im Hafen von Porto Formoso bieten bunte Fischerhütten ein tolles Fotomotiv. Auf São Miguel liegen übrigens die einzigen industriell genutzten Teeplantagen Europas. Wir haben die Chá Porto Formoso besucht, aber ein paar Kilometer weiter liegt die älteste Teefabrik Europas, die Chá Goiânia. Gleich in der Nähe ging es für uns zu einer der schönsten Wanderungen des ganzen Urlaubs durch tolle Natur, Regenwald, dampfende Steine zum schönsten Wasserfall der Insel, dem Salto do Cabrito. Die Wanderung hatte etwa 5,9 Kilometer und 200 Höhenmeter und ihr findet sie wie immer auf Komoot.
Zum Abschluss geht es noch einmal ganz in den Osten der Insel in die Nähe von Nordest zum Farol do Arnel. Diesen kann man mit einer Führung besichtigen und sich sogar das Leuchtfeuer anschauen. Ja, das war's schon wieder von den Azoren. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne noch den Daumen hoch. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.